diese Straße geräumt und haben sie einfach nur vergessen, das Schloss aufzumachen, was ich nicht glaube. Oder ist die Straße vielleicht nur zur Hälfte geräumt? Dann ist natürlich der Super-GAU perfekt. Okay, also die Karin hat gerade gesagt, dass ihr umdrehen wollt. Obwohl wir eigentlich 20, 30 Autos vorm Schranken sind, drehen wir um, weil ja auch Michael hat jetzt gerade gesagt, dass es ist einfach sinnlos, weil es schneit nur noch weiter bis morgen Abend. Was war? Michael ist gerutscht. Sorry, Yeah. the road is open. Open? English? Yes. Because I have a friend, they have just passed here. Yes. So yeah, so maybe you can... Okay, Warte, thank you. kurz, da ist jemand, der gesagt hat, die Straße ist jetzt geöffnet. Wir drehen wieder um. Ich hab da vorne drin. Dani hat jetzt mit jemandem vom Militär gesprochen und der hat sich unser Auto angeschaut und die Reifen und dann noch ein bisschen hinten ihren LKW. Haben ihm eben versichert, dass wir Erfahrung haben im Schnee fahren, dass wir eben das gute Auto haben, dass wir den LKW haben. Derzeit ist die Situation so, dass vorne, jetzt in 2 Kilometern oder sowas, steht 2 Autos ihm gegenüber und die müssen jetzt noch weg. Und dann wird es eben in einem Einbahnbetrieb, dürfen alle, die zumindest halbwegs geländetauglich sind, dürfen langsam durchfahren. Aber es ist auf jeden Fall eine überraschende Wendung. Da vorne ist schon der Schranken, das heißt, es ist wirklich in Sichtweite. Wir müssen halt nur noch warten, bis es dann wirklich frei ist. Es ist einfach nur ein Chaos. Der LKW wird schon sehr eilig, der hupt die ganze Zeit und Licht blinkt und jetzt drängelt er, aber es wird nichts helfen. Ich würde gerne ein Handtuch opfern und das vorne bei uns auf den Kühler tun. Dann hat das Handtuch vor den Kühlergrill gehängt, damit sich der Motor ein bisschen aufwärmen kann und unsere Heizung weiterhin warm ist. Weil ja, also wir sind jetzt schon 2 Stunden da und sind die ganze Zeit im Standgas. Juhu, jetzt sollte sich mal langsam was tun. Es sind jetzt bald 20 Minuten, glaube ich, seitdem er uns gesagt hat, dass es in 20 Minuten circa weitergeht. Und es tut sich noch nicht wirklich was, aber es wird inzwischen schon ein bisschen dunkel, aber es tut sich was. Wir sind jetzt schon 2,5 Stunden da, eher fast 3 Stunden, ohne Übertreibung. Der Schrank hat sich gerade geöffnet, der Schneepflug bewegt sich und ja, mal schauen, mal schauen. Vielleicht müssen wir doch nicht hier übernachten. Also es ist jetzt so, der Schneepflug in die andere Richtung gefahren ist und alle dem Schneepflug nachfahren. Es ist dunkel und wir werden hier übernachten. Es ist noch die Frage, wie es dann morgen ausschaut. Das versuchen wir heute noch ein bisschen herauszufinden. Aber uns geht's gut. Wir haben genug zu essen mit, wir haben genug Strom, genug Heizung, genug Wasser. Alles gut. Wir dachten halt eher, dass es in der Wüste passiert, dass wir so überraschend doch nicht auf den Camelbus kommen, aber jetzt ist es halt im Schnee passiert. Die zwei können nicht aussteigen, weil hier richtig hoher Schnee ist und es richtig nass ist. Und jetzt haben wir gesagt, ja, wir können ja die Sandfläche rausholen. Das haben wir uns von vorne ihren Schlüssel geholt, hier aufgemacht und jetzt legen wir die Sandfläche wie einen roten Teppich aus. So, da. Das ist mal die Sandfläche. Willst du daher schmeißt? Ja, mach mal. Warte kurz. Können Sie es testen? Eins haben wir noch. Ja, Roman, wir machen einen Scheiß. So, und jetzt können Sie über unsere Stoßstange da reinsteigen. Sehr praktisch das alles. So, es ist ein Schneepflug von der anderen Seite und mit Polizeibegleitung, also das Rot-Grün ist die Polizei, gekommen.
Und wir wissen nicht ganz, was wir tun. Aber grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt durchfahren können, ist trotzdem gering. Deswegen werden wir zurückkommen. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen eingerichtet und wir werden heute hier übernachten, weil es einfach sehr praktisch ist. Ja, jetzt haben wir gerade so Outdoor-Essen vorbereitet und es geht wieder besser. Wir haben da Couscous mit Gemüse und Lachspesto mit Nudeln und es schmeckt überraschend gut. Die Herren amüsieren sich am Fenster über das Geschehen draußen. Das ist wie Kino. Man kann schön rausschauen und es ist so real und so schön. Und dann kommt es weg wie ein Reisebus. Wir haben uns jetzt mit Decken und Pölster schön gemütlich hergerichtet und ich glaube, wir werden eine ganz angenehme Nacht haben. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist jetzt mindestens schon das 3. Mal, dass von unten herauf ein Schneepflug fährt und Autos hinterherfahren. Aber von oben herunter hat sich noch nichts bewegt. Und es ist jetzt ca. 3 Uhr in der Nacht. Dani ist wahrscheinlich 2 Stunden in der Nacht so gesessen und hat das alles beobachtet und es sind einige Autos und Schneepflüge von unten raufgekommen, aber von oben runter niemand. Und jetzt haben wir gerade gefragt und er hat gemeint, ja, jetzt fährt der Schneepflug das erste Mal runter und in 1 Stunde können wir folgen. Also, jo, mal schauen. Wir haben jetzt noch ein wundervolles letztes Frühstück, bevor es dann hoffentlich weitergeht. Es geht los! Es geht los! Weil der andere ist mir nämlich entflogen. Was macht denn Dani das tun? Geht das? Dani, ich gebe dir dann was. Hast du schon aufgesperrt, das Auto? Das Auto ist aufgesperrt, ja? Ja, super. Wir haben jetzt ein bisschen Stress, dass wir es auch noch durch den Streifen schaffen. Aber gut, da wird hoffentlich jetzt nicht gleich zugehen. So, ab zur Schranke. Aber ist das auch die Sandbleche wohl? Der offene Schranken ist so ein unglaublich schöner Anblick. Ich kann gar nicht aufhören, das zu filmen. Wir können durch. Bitte, bitte, bitte nicht jetzt schließen. Fahrt. Geht. Wir sind durch. Und heute geht es möglichst weit nach Casablanca. Soll sich eigentlich jetzt gut ausgehen. Es ist jetzt 8 Uhr Punkt. Der Schnee auf den Bergen ist so ziemlich weiß, aber weiter unten ist er so bräunlich, gelblich und das ist, weil er gemischt mit dem Sand ist. Wir fahren jetzt in der Kolonne hinter dem Schneepflug, aber es geht weiter. Also es ist, ja, wir werden irgendwann ankommen. Nein. Niemals. Ich bin vorher im Schnee am Straßenrand gefahren, weil es ist quasi hier eigentlich meistens nur eine Spur geräumt. Ich bin auf der anderen Spur gefahren und das wäre für uns so kein Problem gewesen, weil der Schnee war vielleicht 15 cm hoch maximal. Also ein bisschen frustrierend und mühsam, aber die Karawane. Ja, man sieht leere, dann ein großes und dann viele kleine. Aber es tut sich was, Es sind ja nicht so viele Kilometer. Nur 30. Und wir fahren mit 10 km/h. An dieser Stelle haben wir ein herzliches Dankeschön an Marina und Michael, Ja. dass wir mitfahren durften, dass sie das alles so gut geplant haben und einfach so viel Informationen hatten und wir uns um gar nichts kümmern mussten. Und sie mal alles super ausgesucht haben und wir heute bei ihnen übernachten durften. Und es war ganz schön mit ihnen. Liebe Zuschauer, lasst euch nicht täuschen von sonnigen und sandigen und Palmenbildern in irgendwelchen Reiseberichten. Das ist, wie Marokko eigentlich wirklich aussieht.
hinter uns kommt einer nicht den Berg hoch. Oh, mal gracias! Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind frei. Kein Schneepflug mehr vor uns, keine Kolonne mehr. Ab nach Casablanca. Ja. Oh, auf der Tankstelle stehen sie auch. Ja. Bis da nach hinten. Also ich habe gerade mit ihm gesprochen, die Straße nach Azur, wo wir her müssen, ist gesperrt. Wieder wegen Schnee. Macht irgendwann wieder auf, aber wann wusste er nicht genau. Wir hatten uns gerade entschlossen, dass wir heute nach Rabat noch zusammenfahren und dort nochmal übernachten. Und dann morgen in der Früh nach Casablanca fahren, weil das dann nur noch Autobahn ist. Und ja, jetzt stehen wir schon wieder. Nicht so super, gell? Die Freude währt nur kurz. Da vorne ist es selbe Situation, nur ohne Schranken und mit Einbahnschildern. Das Lustige ist, dass vor uns die Straße gesperrt ist und hinter uns die Straße gesperrt ist, wo wir jetzt durchgekommen sind. Das heißt, wir sind jetzt gefangen sozusagen. Das Problem ist einfach, wir können ja fahren. Wir sind die ganze Zeit auch neben der Straße gefahren, um es zu testen. Wir können fahren. Das muss man nur irgendjemandem klar machen. Wir haben uns jetzt im Schnee bis ganz nach vorne geschummelt. Und versuchen jetzt mal mit einem Gendarmen zu sprechen, ob wir denn nicht einfach im Schnee fahren dürfen. So, wir haben uns jetzt aus der Schlange rausbegeben. Um einen Umweg zu versuchen, aber ja, mal schauen, wie weit das geht. Sonst kommen wir einfach wieder zurück. Ein ungeräumter Weg. Jo. Weil der führt relativ bald dann wieder auf die Straße. Wir müssen es nur durchschaffen. Wir haben noch immer die Differentialsperre. Ja, aber das hätte uns nichts geholfen. So, wir sind auf jeden Fall am richtigen Weg jetzt mal. Oh mein Gott, wie spannend. Wenn wir da stecken bleiben, kann uns eigentlich niemand helfen. Schau, das wird schon wieder. Dann muss ich da rechts. So, da vorne ist wieder die Straße, wo wir hin wollen. Und schauen uns dann. Ja, da gibt es eine Verbindung. Scheiße, die wandern. Oh mein Gott, das ist so spannend. Oh, wo fahr ich da? Ich glaube, es ist eigentlich links, weil links war der Stoppschild. Okay. Sobald wir es auf die Straße geschafft haben. Wow! Wir haben es geschafft! Wir sind einfach rundherum gefahren. Oh mein Gott, so viel Euphorie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Gendarm hat uns noch die Autos so zurückgewunken, damit wir durchpassen. Und dann am Ende des Parkplatzes rechts eben gab es diesen Weg, den ich zuerst überhaupt nicht gesehen habe, weil der so einfach vollkommen zugeschneit war. Und ja, jetzt sind wir durch. Gut, wir müssen jetzt noch schauen, was Michael und Marina machen. Aber die werden wir sonst irgendwann später wieder treffen. Und eben haben, wie zuletzt in Finnland, einfach unsere Scheibenwischer aufgehört zu funktionieren. Das ist ein bisschen bitter. Aber wenn das meine Strafe des Schicksals für diese Dreistigkeit ist. Wir fahren jetzt einfach mit Warnblinkanlage denen entgegen. Motorradfahrer durften bei der Sperre immer durchfahren und die zwei deutschen Motorradfahrer, die vorher eben vor unseren Augen vorbeigefahren sind uns jetzt von da entgegengekommen und haben uns gedeutet, wir sollen umdrehen. Und Aber wir sind schon durch eine Stadt gefahren, wo auch eine große Abzweigung war. wir haben jetzt erfahren, dass die Kolonne, wo wir gewartet haben vorher, dass die jetzt mittlerweile auch schon losgerollt ist. Es wird nicht die ganze Kolonne in die Richtung fahren und dann umdrehen. So, da ist gesperrt. So, wenn wir schon reingefallen sind drauf, weil uns die Gendarmerie nicht hingewiesen hat, so wie sie sollte, und wir sowieso auf Team warten müssen, haben wir uns so quer hingestellt und sagen allen, dass es dort nicht weitergeht.
Wir warten gerade an der Mautstation und dann schaue ich nach rechts. Und da drüben stehen einfach 2 Kühe auf dem Anhänger. Die sind gerade noch auf der Autobahn gefahren. Marina und Michael haben sich schon einen Campingplatz ausgesucht in der Nähe von Rabat. Heute ist der letzte gemeinsame Abend. Und Marina hat eine ganz tolle Gemüsepfanne gemacht und Reis. Und ja, wir haben heute nicht so viel gegessen. Ich freue mich schon sehr drauf. Das ist jetzt aber wirklich die letzte Nacht mit Marina und Michael. War wirklich schön. Und den Anblick vom LKW und ihre Gesellschaft werde ich sicher vermissen. Man sieht sich wahrscheinlich wieder. Ja, sicher. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir verabschieden uns jetzt von Marina und Michael. Wie und wo denn? Es war eine sehr schöne Zeit in Marokko mit Sand und Schnee und Abenteuer und ja. Und jetzt fahren sie wieder Richtung Berlin. Sie werden noch eine Zeit in Portugal bleiben. Sie haben auch einen YouTube-Kanal Makro 8.